Stellt euch jetzt einfach mal ein großes, schweres Buch vor mit lauter Geschichten. Die unendliche Geschichte. Fast. Aber so ein bisschen mit einer unendlichen Geschichte hat das, was ich euch gleich erzähle, auch zu tun. Aber ich sag's nochmal für unsere Neuankömmlinge. Ihr wisst ja, Geschichten bewahren die Vergangenheit und sie deuten die Gegenwart und sagen auch ein bisschen die Zukunft voraus. Darum bleibt am Lagerfeuer auch immer ein Platz frei für die Leute, die erzählen können. Und heute erzähle ich euch die Geschichte von Anansi und der Weisheit der Welt. Anansi, das ist eine Figur aus afrikanischen Volksmärchen, und zwar eine Spinne. Und je nachdem, in welchem Volk man zuhört, ist es entweder ein Er oder eine Sie, entweder ein Mann mit Spinnenarmen oder eine Frau mit Spinnenarmen. Also heute in unserer Geschichte ist es eine Sie und es ist einfach eine Spinne. Typische afrikanische Spinne. Genau, entnommen ist das Märchen aus dem Buch Afrikanische Märchen von Arthur James Ferguson und ich erzähle euch meine Lagerfeuer-Version davon. Also setzt euch ruhig hin. Heute ist das Feuer richtig schön warm. Und mir hat kürzlich jemand gezeigt, wie man eine Fackel mit Fett länger brennbar machen kann oder wie eine Fackel mit Fett besser brennt. Ich glaube, das war sogar Rio, der mir das gezeigt hat. Und er hat mir das ganz nebenbei gezeigt, einfach so, wie man das macht. Nichts Großes, kein Geheimnis. Aber genau so kleines Wissen macht ja manchmal bei uns den Unterschied. Und das hat mich auch so ein bisschen an eine Geschichte erinnert. Denn man sagt ganz am Anfang, als alles Wissen der Welt noch verstreut herumlag, da war nichts versteckt und nichts bewacht. Es war einfach da. Es war in den Händen der einen und in den Augen der anderen und in den Dingen, die man sich gegenseitig zeigte. Und irgendwo dazwischen, da lebte Anansi, eine kleine Spinne, klein und trickisch. Und sie war mehr als das, je nachdem, wer gerade die Geschichte erzählt. Aber sie beobachtete die Menschen und die Menschen hatten damals noch einen ziemlich primitiven Verstand und die versuchten ständig nur ihren Magen zu füllen, weil sie nichts hatten, mit dem sie ihren Geist füttern konnten. Und Anansi sah, dass sie hungerten und sie sah, wie sie scheiterten, immer und immer wieder die gleichen Fehler machten. Und dann sagte sie sich, wenn sie nur wüssten, was ich weiß, wenn ich ihnen alles beibringen könnte. Da kam sie auf eine Idee. Sie machte einen großen Topf aus Ton und dann zog sie los und sammelte alles Wissen übers Feuer machen, über Wege, über Dinge, wie sie funktionieren, über Dinge, die man besser sein lässt. Und sie sammelte über Monate, vielleicht sogar über Jahre. Und jedes Mal, wenn sie etwas fand, legte sie es in den Topf. Und als der Topf voll war, war er richtig schwer geworden. Nicht nur vom Wissen, sondern vor allem auch von der Arbeit, die da drinne steckte. Und je länger sie Wissen sammelte, desto schwerer wurde nicht nur der Topf, sondern auch der Gedanke, was denn passieren würde, wenn all dieses Wissen einfach wieder verloren ging. Und irgendwo zwischen dem letzten Weg und dem letzten Stück Wissen entstand ein neuer Gedanke. Wenn ich es bewahre, kann es nicht wieder verschwinden. Wissen zu sammeln ist leicht, aber es weitergeben, das braucht Vertrauen. Und Anansi brachte den Krug nach Hause und sagte sich, den habe ich mir jetzt verdient. Sie wollte den Topf verstecken, ganz oben im Wipfel eines Baumes, dort, wo ihn niemand finden konnte, dort, wo ihn niemand einfach wegnehmen könnte, was sie da so mühsam gesammelt hatte. Also band sie sich den Krug vor den Bauch und begann, den Baum hinaufzuklettern. Aber, das könnt ihr euch vorstellen, es ging nicht so gut, denn der Topf scheuerte gegen den Stamm, sie rutschte ab und kam kaum vorwärts. Und als sie sich da hochkämpfte, da saß unten im Schatten jemand und sah ihr zu. Das war ihr Sohn. Er sagte nichts eine Weile und hat sie einfach nur beobachtet. Dann meinte er plötzlich, warum bindest du dir den Topf nicht auf den Rücken? Dann hast du die Hände frei zum Klettern. Und Anansi stoppte kurz. Und sie tat es. Und plötzlich ging es ganz leicht. Und da verstand sie etwas. Sie hatte alles Wissen der Welt gesammelt und trotzdem hatte jemand anders ihr wieder etwas gezeigt. Etwas Kleines, etwas Einfaches, aber etwas, das sie nicht selbst gesehen hatte. Und manche sagen, Anansi wurde wütend darüber. Andere sagen, sie schämte sich, wie einfältig sie gewesen war. Ich glaube aber, sie war einfach nur still. Sie löste den Knoten und ließ den Topf fallen. Und der zerbrach. Und all das Wissen, was sie gesammelt hatte, verteilte sich wieder über die Welt zu den Menschen.
In ihre Hände, in ihre Lager und an ihr Feuer. Und seitdem, so sagt man, gehört Wissen niemandem allein, sondern es bleibt lebendig, weil man es weitergibt. So wie das Wissen, wie man eine Fackel verbessert. So wie wir heute Abend am Feuer. Nicht, weil jemand alles weiß, sondern weil jemand bereit ist, etwas anderen zu zeigen. Ein wahrer Kern. Wahre Worte. Ist auch immer ganz wieder spannend am Camp hier, wenn man Wissen weitergibt, gerade an neue Bambis. Und dann manchmal selber noch Dinge lernt.